Wir benötigen Baumwollseil mit einer Dicke von 3 mm und davon schneiden wir uns jetzt 24 Schnüre zurecht, die jeweils eine Länge von 5 Metern haben. Man greift die Schnur in der Mitte und befestigt sie dann vorläufig an einem länglichen Gegenstand. Als nächstes schneidet man sich nochmal eine Schnur ab, die ca. 60 cm lang ist und befestigt sie mit einem lockeren Knoten erstmal hier links. Und das wird jetzt die Leitschnur. Und zwar werden jetzt Knoten geknüpft um die Leitschnur herum. So, und mit jeder Schnur machen wir 2 Knoten. So, man muss darauf achten, dass die Leitschnur immer in die Richtung zeigt, wo die Knotenabfolge entlang läuft. Und die Leitschnur muss auch immer straff gehalten werden. So, am Ende machen wir hier noch einen einfachen Knoten. Als nächstes nehmen wir uns den linken Faden, der zu unserem Leitfaden wird, und damit machen wir jetzt eine Knotenabfolge, die nach rechts unten verläuft, und zwar mit den folgenden 5 Fäden. Wir machen mit jedem Faden 2 Knoten. Wenn das gemacht ist, nehmen wir uns die folgenden 6 Fäden und davon wird der rechte Faden die Leitschnur, und jetzt machen wir das gleiche in die andere Richtung. So, als nächstes setzen wir darunter auch wieder eine Knotenabfolge. Und dann folgt eine dritte Knotenabfolge. So, das gleiche Muster wiederholen wir jetzt mit den restlichen Fäden. Wenn das gemacht ist, verbinden wir die 2 Teile immer miteinander, indem wir die 4 mittleren Fäden nehmen und einen Kreuzknoten machen. Als nächstes folgt eine Knotenabfolge nach links unten. Und zwar nehmen wir uns von den 6 ersten Schnüren die rechte und die wird dann unser Leitfaden, und pro Schnur machen wir wieder 2 Knoten.
Bevor wir hier mit der Knotenabfolge weitermachen, nehmen wir uns hier die mittleren Stränge und machen mit allen quasi einen Kreuzknoten. Das heißt, wir nehmen die beiden äußeren Stränge und legen sie über die restlichen in der Mitte. Der Knoten sollte ungefähr auf der gleichen Höhe sein wie die restlichen Knoten. Und dann machen wir mit der Knotenabfolge hier ganz genauso wie eben gerade weiter. Wenn das gemacht ist, schneiden wir uns wieder eine Schnur zurecht, die 60 cm lang ist. Und jetzt machen wir wieder wie hier oben eine waagerechte Knotenabfolge. Jetzt machen wir eine Reihe Kreuzknoten. Als nächstes setzen wir immer unter 3 Kreuzknoten 2 versetzte Kreuzknoten. Das heißt, wir lassen 2 Schnüre links liegen und machen dann hier einen Kreuzknoten. Und direkt daneben. Dann kommt noch ein Kreuzknoten unter die 2 Kreuzknoten. Als nächstes nehmen wir uns die rechten 6 Fäden und davon wird der rechte der Leitfaden. Und jetzt machen wir quasi so einen Halbbogen nach links und dann nach rechts. Und dann folgt das gleiche, nur spiegelverkehrt. Wenn das gemacht ist, setzen wir hier zwischen immer Kreuzknoten. Als nächstes schließen wir hier diesen Bogen. Das heißt, wir nehmen nochmal hier den Leitfaden und machen 2 Knoten.
Und dann machen wir im Grunde genauso weiter wie hier oben und wiederholen das Muster. Wenn wir das dann insgesamt 3-mal gemacht haben, dieses Muster, machen wir genauso wie hier oben ein Kreuzknoten, darunter dann 2 und darunter dann 3. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir uns wieder einen Faden, der ca. 60 cm lang ist, und machen wieder eine waagerechte Knotenabfolge und wiederholen im Grunde genau das Muster wie am Anfang, also diese 3 Knotenabfolgen. Nachdem dieses Muster dann geknüpft ist, setzen wir noch eine waagerechte Knotenlinie darunter und sind dann auch schon fertig. Jetzt müssen nur noch die Fäden abgeschnitten werden.